Willkommen bei Summit Combat Systems. Hier bei dem Grundlagenprogramm von Banantukan Concept wollen wir euch gerne unsere Ideen zeigen. In dem Video werden wir euch näher bringen Step and Slide, das ist ein Teil unserer Schrittarbeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass das Fundament stimmt, eben von der Stellung, von den Schlägen, von der Beinarbeit, von Meitbewegungen, dass das alles in einem Guss ist und dann erst später versuchen wir komplexere Themen zu zeigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserem Clip und ja, vielleicht können wir euch ein bisschen inspirieren. So, beim heutigen Training werden wir ein bisschen Equipment verwenden. Wir haben Bälle mit und Schwimmschläge, ihr könnt sogar Stöcke nehmen. Ja, wir wollen euch ein paar Übungen zeigen, die ihr Lader nehmen könnt. Es ist oft schwierig, einen Partner zu haben, aber um schneller vorwärts zu kommen, ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen so sein Solo-Training vertiefen tut und ausbauen tut. Und ich möchte da ein bisschen Anreize geben und Inspirationen dazu. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ja, für die erste Übung werden wir am Ball verwenden. Oft ist das Problem beim Step and Slide, dass die Ferse, die Hinterferse nicht oben ist. Man kann da mit beiden Fersen oben lassen, das heißt, man hat ein bisschen mehr flexibler in der Beinarbeit, aber am Anfang ist es okay, wenn einmal das vordere Bein die ganze Sohle im Boden hat. Zum Üben jetzt einmal für uns ist, dass wir den Tennisball einfach unter die Sohle legen und von da wieder, man kann das jetzt nur statisch machen oder man synchronisiert Schlag und Step immer zusammen. Ja, für uns ist halt wichtig, dass immer der ganze Körper synchron funktioniert. Ja? Das heißt zusammen, links, rechts, rechts. Wenn wir das schon ganz gut drauf haben, machen wir das gleiche jetzt mit rechts, links. Das heißt, ich schlage jetzt mit meiner rechten und setze mit dem linken Bein ab und dann jetzt die linke Hand schlage und das gleiche rechts genauso. Das heißt 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und der Tennisball erinnert mich halt ständig daran, dass ich meine Ferse oben haben soll und dadurch habe ich ein bisschen ein besseres Feedback. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen auch, dass ihr immer diese Körperposition beibehalten tut, dass die Ferse vom hinteren Bein einmal oben ist. Ja, bei Step and Slide haben wir verschiedene Richtungen, die wir gehen können. Wir können nach links, rechts, vor, zurück, zur Seite, an den Kreis gehen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige jetzt einmal nur, wie man nach vor zurück geht. Das kann man in ganz guten Übungsform machen. Man macht es erst einmal ohne Schlagen. Ich kann 2 Steps machen oder noch einen. Und wenn ich das einmal drauf habe, dann kombiniere ich das jetzt da mit links-rechts schlagen. Wir versuchen immer synchron, Bein, Arm, Bein, Arm gleichzeitig zu machen. Also nach vorsteigen, nach hinten steigen und mit Körpergewicht, da geht es bei der Übung vor. Wir versuchen das Pendeln, dass wir das nicht drinnen haben. Passiert oft, wenn die Ferse ganz aufsetzen dort hinten und wenn die Ferse hinten oben ist, ist es ein bisschen leichter für uns, dass wir das auch praktizieren können. Bei der nächsten Übung, die hilft uns ein bisschen, dass wir unsere Fehler korrigieren. Oft ist es so, wenn wir Step and Slide machen, dass unsere Grundposition dann nicht mehr passt, dass es nicht mehr in der richtigen Position ist. Und das kann man jetzt ganz gut auch trainieren. Das heißt, ich sage, ich habe ungefähr den gleichen Abstand links und rechts von meinen Füßen mit der Schwimmnadel. Und wenn ich jetzt nach vor steige und nach hinten steige, sollte das eigentlich immer passen. Das jetzt beim Boden ist das jetzt nicht so optimal, aber grundsätzlich kann ich das mit einer Linie machen oder mit einem Stock oder was immer. Aber so kann ich es ganz gut überprüfen. Ja? Dann kombiniere ich das Ganze und überprüfe halt immer wieder, ob meine Körperposition passt. Das ist eine gute Hilfe, speziell wenn ich mich selber trainieren will, brauche ich Übungen dazu, die mir weiterbringen. Und da kann man selber auch natürlich Übungen kreieren. Ja, das ist also eine Übung, wo wir unsere Breite, unsere Standbreite gut kontrollieren können. Ja, für die nächste Übung habe ich 4 Bälle aufgelegt. Das kann man mit mehr Bällen natürlich spielen oder mit anderen Dingen. Die liegen in einer unterschiedlichen Distanz zueinander. Ja, das heißt, so breit mache ich auch, oder so weit mache ich auch meine Schrittlänge. Das heißt, ich fange jetzt aus einer bestimmten Position an
und jetzt steige ich mal nach vor. Schau, dass ich den Ballen immer so in der Mitte von einem Fuß, da kann aber auch die Zehenspitzen nehmen, so wie es für mich passt. Jetzt beim nächsten Step habe ich schon einen kleineren Step und dann einen ganz kurzen Step. Ja? Ich würde das einmal nur noch vormachen, weil da habe ich genau vor allem den Überblick. Also ich steige nach vor, ich steige nach vor, ich steige nach vor, ich steige nach vor. Und so kann ich die Schrittlinge individuell machen. Und das kombinieren wir dann mit Schlagen wieder in die Richtung. Das heißt, ihr legt sich zum Beispiel einmal enger, dann wieder weiter, dann wieder enger und kann so ein bisschen mixen, die Schrittlinge. Die Schrittlinge sind immer natürlich abhängig vom Gegner oder von der Distanz, die überwinden möchte. Ja? Also einmal noch, steigen in der Position. Also, erste, bin ich genau in der Mitte, zweite, kleinerer Schritt, dritte und vierte. Ja, das kann ich auch mit Linien machen, die man aufzeichnen tue. Aber so brauche ich nicht unbedingt ein großes Repertoire an Trainingsmaterial. Ist relativ easy selber zu gestalten. Ja, also das war jetzt einmal, um eine Schrittlänge immer wieder individuell anzupassen. Die nächste Übung brauchen wir einen Ball, aber wir können irgendwas anderes annehmen. Es können Handpratzen sein, individuell. Wir legen uns mal was am Boden. Jetzt zeige ich es einmal von frontal. Die erste Möglichkeit, wir steigen gerade nach vor ins Ziel. Ich kann aber einen Winkel auch verändern. Ja? Das heißt, ich steige jetzt zu meiner linken Seitenachse, mache 1, 2 und steige wieder zurück. 1, 2, steige wieder zurück. Das machen wir dann genauso mit meinen Schlägen. Das ist einmal nach vor, zurück, zur Seite, zurück, nach vor, zurück, nach links, zurück. Von der Seite nochmal, sieht man das vielleicht mal besser. Also nach vorstellen, zurück, nach vorstellen, zurück, nach vorstellen, zurück, nach vorstellen, zurück. Seht, dadurch verändere ich den Winkel, den Angriffswinkel, den Verteidigungswinkel und habe individueller Training für mein Step and Slide in Kombination mit unseren Schlägen. Ja, für die nächste Übung werden wir wieder unseren Tennisball verwenden. Wir legen da in die Mitte hin und jetzt üben wir nur den Step zur Seite und kann dann ständig auch trainieren, indem ich immer nur in eine Richtung gehe. Ich kann das auch nur mit der linken machen zum Beispiel, von der links auszusteigen. Ich kann das auch mit der rechten machen, wenn ich mag, aber es ist nicht so angenehm von der Bewegung her. Ja? Ich kann also den ganzen Kreis gehen und gehe quasi immer rund um meinen Gegner. Ja? Hier auch wieder die Schrittarbeit kombiniert mit der Schlagtechnik. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber von Zeit zu Zeit wird es besser. Und wenn wir eine gute Beinarbeit haben, in Kombination mit Schlagtechnik und Ausweichtechnik, ist es sehr einfach, dann auch komplexere Dinge dann nachzuvollziehen. Bei der nächsten Übung kombinieren wir den Slip gemeinsam mit der Schrittarbeit und einer Schlagkombination. Dazu nutzen wir zwei Bälle. Wir fangen an die erste Bewegung an. Wir steigen da mit der rechten Schulter nach vor, schlagen unsere Kombination, steigen zur Seite und wieder. 1, 2, wieder zurückstellen, 1, 2, wieder zurückstellen. Und haben da immer die Bewegung zusammen mit unserer Beinarbeit. Ja? Zeig nochmal von der Seite her, die Bälle legen wir uns auf. Die kann man dann einmal breiter, weniger breit aufstellen oder mehrere Bälle, die in unterschiedlichen Distanz zueinander liegen. Das heißt, wir fangen da an, Wum, 1, 2, steigen raus, Wum, 1, 2, steigen raus. Hier aussteigen, 1, 2, so kommen hier aussteigen, 1, 2. So, in der letzten Übung zeige ich noch komplexere Abfolge. Wir kombinieren die Technik, die wir beim vorigen Clip gemacht haben, in Slip zusammen mit Schlag und Step and Slide. Was wir machen ist, wir stehen in unserer Ausgangsposition, haben die Deckung oben, jetzt slippen wir einmal mit der linken Schulter nach vor, rechte Schulter nach vor, steigen nach vor und schlagen. Dann wieder 1, 2 und wenn wir jetzt schlagen, 1, 2, zurücksteigen, wieder 1, 2, nach vor, 1, 2, nach hinten. Also Slip, Slip
nach vorne steigen, Slip, Slip, nach hinten steigen. Das ist ein bisschen komplexer, aber dadurch haben wir den Vorteil, wenn es ein bisschen komplexer ist, dass wir dadurch halt mehr gefordert sind. Ja, das wär's. Ihr habt wieder ein paar Übungen für euer Solo-Training. Es kommen immer mehr Techniken natürlich auch dazu. Wir zeigen euch dann später natürlich auch Partnerübungen. Jetzt am Anfang mal in der Basis ist es gut, wenn man Übungen hat, die man allein machen kann. Ihr könnt die Übungen aus allen Videos auch immer kombinieren miteinander. Euer eigenes Trainingsprogramm dazu zusammenstellen. Ja, ich hoffe, wir können euch gut mit unseren Methoden und unseren Übungen und Techniken inspirieren. Und wenn ihr Spaß habt, könnt ihr uns gerne folgen. Und ja, danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Baba.